Diese 7 Beetfehler machen deinen Garten im Juli hässlich. Servus und Hallo, hier ist deine Garten-Lea. Im Juli zeigt ein Blumenbeet sehr ehrlich, was in den Wochen davor gut gelaufen ist und was eben nicht. Im Mai und Juni wirkt vieles noch frisch, grün und voller Versprechen. Doch im Juli kommt die Wahrheit ans Licht. Die Sonne steht hoch, der Boden trocknet schneller aus, manche Stauden sind bereits verblüht, andere fallen auseinander und plötzlich sieht ein Beet, das vor kurzer Zeit noch wunderschön war, unruhig, lückig oder sogar ungepflegt aus. Und genau darum geht es heute. Nicht darum, dass dein Garten perfekt aussehen muss. Ein Garten darf natürlich sein, er darf leben und er darf auch wilde Ecken haben. Aber es gibt typische Beetfehler im Juli, die aus einem lebendigen Beet schnell ein chaotisches Bild machen. Wenn du sie kennst, kannst du mit wenigen ruhigen Handgriffen sehr viel retten. Bleib also gerne dabei, denn gleich zeigt sich, warum ein Beet im Juli oft plötzlich kippt. Wichtig ist dabei, im Juli geht es nicht mehr darum, ein Beet komplett neu zu erfinden. Dafür ist es meist zu warm, zu trocken und für viele Pflanzen auch zu stressig. Jetzt geht es eher darum, zu stabilisieren, zu ordnen und kleine Schwächen auszugleichen, bevor der ganze Beetbereich unruhig wirkt. Genau das macht einen Garten im Sommer gepflegt. Nicht Perfektion, sondern Führung. Denn man sieht selten die Arbeitszeit. Man sieht vor allem klare Linien, gesunde Pflanzen und ruhige Übergänge. Der erste Fehler ist, offene Lücken im Beet einfach so stehen lassen. Im Juli entstehen Lücken ganz schnell. Frühblüher ziehen sich zurück, manche Pflanzen sind abgeerntet, einzelne Stauden haben gelitten und plötzlich sieht man zwischen den Pflanzen nackte Erde. Viele lassen diese Stellen einfach frei, weil sie denken, das wächst schon wieder zu. Aber genau diese offenen Stellen machen ein Beet optisch unruhig. Noch wichtiger, der Boden trocknet dort schneller aus. Unkraut bekommt Licht und das ganze Beet verliert seine geschlossene Wirkung. Besser ist es, solche Lücken bewusst zu behandeln. Du musst nicht sofort alles neu bepflanzen. Oft reicht eine dünne Mulchschicht aus Rasenschnitt, Laubkompost oder feinem Häckselmaterial. In sichtbaren Bereichen kannst du auch einjährige Sommerblumen, niedrige Kräuter oder spätere Lückenfüller einsetzen, wenn der Standort passt. Wichtig ist, nackter Boden wirkt im Juli selten gepflegt. Er wirkt eher wie eine offene Baustelle. Ein ruhiges Beet braucht geschlossene Flächen. Geschlossene Lücken helfen nicht nur der Optik, sondern auch dem Wasserhaushalt und der Ruhe im Beet. Der zweite Fehler ist, Verblühtes zu lange stehen lassen. Natürlich gibt es Pflanzen, deren Samenstände schön aussehen oder für Insekten und Vögel wertvoll sind. Aber im Juli stehen in vielen Beeten nicht schöne Samenstände, sondern matschige Blütenreste, braune Stängel und halb vertrocknete Blütenköpfe. Das macht ein Beet sofort müde. Bei vielen Stauden kann ein gezielter Rückschnitt wahre Wunder wirken. Der Trick ist nicht, alles radikal wegzuschneiden. Der Trick ist, genau zu schauen. Was ist noch schön? Was darf stehen bleiben? Und was zieht das Beet optisch nach unten? Schneide verblühte Teile sauber zurück. Entferne braune Blätter im Vordergrund und kürze Pflanzen, die völlig auseinanderfallen. Nimm dir dafür lieber 10 ruhige Minuten mit einer scharfen Schere, statt einmal hektisch quer durchs Beet zu schneiden. Viele Stauden treiben danach wieder frisch aus oder blühen später sogar ein zweites Mal. Im Juli ist der Rückschnitt kein Strafprogramm. Er ist wie ein Aufräumen im Beet. Und wenn du jetzt denkst, das sind doch nur Kleinigkeiten, dann kommt jetzt der Punkt, der viele Beete wirklich kippen lässt. Wasser, das nicht dort ankommt, wo es gebraucht wird. Der dritte Fehler ist, im Juli falsch zu gießen. Viele Beete sehen nicht hässlich aus, weil zu wenig gegossen wurde, sondern weil falsch gegossen wurde. Ein bisschen Wasser hier, ein bisschen Wasser dort. Schnell mit der Brause über Blätter und Blüten. Das hilft oft nur oberflächlich. Der Boden bleibt in der Tiefe trocken, die Pflanzen wurzeln flach und an heißen Tagen hängen sie trotzdem schlapp herunter. Besser ist seltenes, aber gründliches Gießen. Am besten morgens, direkt an den Wurzelbereich. Langsam und bodennah. Wenn du nur die Oberfläche nass machst, verdunstet das Wasser schnell wieder. Wenn du dagegen tief gießt, kommen die Wurzeln an Feuchtigkeit und die Pflanzen stehen stabiler.
Ein einfacher Test hilft: Stecke nach dem Gießen den Finger ein paar Zentimeter tief in die Erde. Ist nur die obere Schicht feucht, war es zu wenig. Besonders Beete mit frisch gesetzten Stauden, Sommerblumen oder durstigen Pflanzen brauchen im Juli Aufmerksamkeit. Ein Beet wirkt immer schöner, wenn die Pflanzen nicht jeden Nachmittag kämpfen müssen. Wenn dir solche ruhigen Gartentipps helfen, bleib gerne bei Garten Lea dabei. Genau solche Kleinigkeiten entscheiden, ob man im Sommer nur noch hinterherarbeitet oder wieder Ordnung ins Beet bringt. Der 4. Fehler ist, fallende Stauden zu spät zu stützen. Das ist ein Klassiker. Erst denkt man, ach, die stehen schon noch. Dann kommt ein Gewitter, ein kräftiger Regenschauer oder ein Windstoß und plötzlich liegen hohe Stauden quer im Beet. Hohe Stauden und manche Gräser können im Juli sehr schnell auseinanderfallen. Und wenn das einmal passiert ist, sieht das Beet oft tagelang zerdrückt aus. Die beste Stütze sieht man später kaum. Setze Staudenhalter, Bambusstäbe oder dezente Ringe nicht erst, wenn alles schon umgekippt ist, sondern sobald du merkst, dass eine Pflanze instabil wird. Du kannst auch mehrere Stängel locker zusammenbinden, aber bitte nicht wie ein enges Paket. Die Pflanze soll natürlich wirken, nur eben gehalten. Auch Reisig oder unauffällige grüne Stützen nehmen sich optisch schön zurück. Ein Garten wirkt nicht künstlich, nur weil er gut geführt wird. Er wirkt ruhiger. Das ist der rote Faden. Kleine Eingriffe, bevor aus kleinen Schwächen ein großes Durcheinander wird. Der 5. Fehler ist: zu viel Dünger im Juli. Viele greifen zu Dünger, sobald Pflanzen schwächeln. Aber nicht jede schwache Pflanze hat Hunger. Im Juli leiden viele Pflanzen eher unter Hitze, Trockenheit, verdichtetem Boden oder falschem Standort. Wenn dann noch stark gedüngt wird, treiben manche Pflanzen weich und instabil aus. Sie werden anfälliger, kippen leichter und wirken noch unruhiger. Natürlich brauchen manche Sommerblumen oder stark blühende Pflanzen Nachschub. Aber im Staudenbeet ist weniger oft besser. Prüfe zuerst den Boden. Ist er trocken, hart oder voller Wurzelkonkurrenz? Steht die Pflanze überhaupt am richtigen Ort? Kompost, Mulch und vorsichtige Bodenpflege sind oft sinnvoller als ein schneller Düngerschub. Wenn du düngst, dann maßvoll und passend zur Pflanze. Nicht aus Panik. Ein Beet wird im Juli nicht schöner, wenn alles nur schneller wächst. Es wird schöner, wenn die Pflanzen gesund und standfest bleiben. Der 6. Fehler ist, die Beetkante zu vernachlässigen. Das klingt klein, macht aber optisch riesig viel aus. Ein Beet kann innen wunderschön bepflanzt sein. Wenn die Kante aber verwachsen, unklar oder voller Unkraut ist, wirkt der ganze Bereich unordentlich. Gerade im Juli wachsen Gras, Giersch und kleine Wildkräuter schnell in die Beetfläche hinein. Eine klare Beetkante ist wie ein Rahmen für ein Bild. Du musst dafür keinen perfekten englischen Rasen haben. Aber wenn der Übergang zwischen Beet, Weg und Rasen sauber erkennbar ist, wirkt der ganze Garten sofort gepflegter. Schneide die Kante nach, entferne störendes Gras und ziehe kriechende Pflanzen zurück. Auch ein schmaler Streifen Mulch kann helfen, damit das Auge wieder eine Linie erkennt. Das dauert oft nur wenige Minuten, hat aber eine enorme Wirkung. Manchmal sieht ein Beet nicht wegen der Pflanzen chaotisch aus, sondern wegen des Randes. Und hier zahlt sich alles aus. Geschlossene Lücken, geschnittene Blüten, stabile Pflanzen und eine saubere Kante ergeben zusammen dieses ruhige Bild. Der 7. Fehler ist, keine zweite Blühphase einzuplanen. Viele Beete sind im Juni wunderschön und im Juli plötzlich müde. Das passiert, wenn die Hauptblüte zu früh aufgebraucht ist und danach nichts mehr nachkommt. Dann stehen zwar viele Pflanzen im Beet, aber der Garten verliert Farbe, Höhe und Spannung. Genau deshalb ist es so wichtig, im Juli an die nächste Phase zu denken. Du kannst nachpflanzen, ergänzen oder gezielt zurückschneiden. Sommerblumen können Lücken füllen. Später blühende Stauden wie Sonnenhut, Fetthenne, Phlox oder Astern bringen Struktur in die zweite Sommerhälfte. Auch Gräser helfen, weil sie dem Beet Ruhe geben, selbst wenn gerade weniger blüht. Und unterschätze Blattpflanzen nicht. Sie können ein Beet tragen, auch wenn gerade keine große Blüte im Vordergrund steht. Ein schönes Beet lebt nicht davon, dass immer alles gleichzeitig blüht. Es lebt davon, dass etwas nachkommt. Und damit schließt sich der Kreis.
Am Anfang ging es um diesen Moment, in dem ein Beet im Juli plötzlich kippt. Jetzt siehst du, es ist fast nie nur ein einziger Fehler. Es ist die Kombination aus offenen Stellen, alten Blüten, falschem Gießen, instabilen Pflanzen, zu viel Dünger, unklaren Kanten und fehlender Anschlussblüte. Jeder Punkt wirkt klein. Zusammen entscheiden sie, ob dein Beet müde wirkt oder ruhig durch den Sommer kommt. Wenn dein Beet im Juli also plötzlich hässlich, müde oder chaotisch wirkt, heißt das nicht, dass du alles falsch gemacht hast. Der Juli ist einfach ein Übergangsmonat. Die erste Kraft des Gartens ist vorbei, die Hitze nimmt zu und das Beet braucht Führung. Nicht hektisch, nicht perfekt, sondern aufmerksam. Geh einmal langsam an deinem Beet entlang und stelle dir 3 Fragen. Wo ist nackte Erde? Was ist verblüht oder zusammengefallen? Und welche Stelle braucht jetzt wieder Ruhe, Struktur oder Farbe? Wenn du diese 3 Punkte beantwortest, weißt du meistens schon, was zu tun ist. Fang dabei vorne an, also dort, wo du das Beet am häufigsten siehst. Manchmal reicht es, den Vordergrund sauber zu machen, damit der ganze Bereich wieder geordnet wirkt. Meine Oma hätte gesagt, ein Beet muss man nicht ständig neu machen. Man muss nur sehen, wann es seine Ordnung verliert. Und genau das ist im Juli der Schlüssel. Ein bisschen schneiden, ein bisschen mulchen, eine Kante sauber ziehen, eine Pflanze stützen, eine Lücke schließen und plötzlich wirkt der ganze Garten wieder freundlicher. Das ist kein großer Umbau, sondern liebevolle Sommerpflege. Schreib mir gerne in die Kommentare, welcher Beetfehler dir im Juli am häufigsten passiert. Lücken, Trockenheit, verblühte Stauden oder diese berühmten Pflanzen, die nach einem Regen plötzlich quer im Beet liegen. Und wenn du magst, geh heute Abend mit einer Gartenschere durchs Beet und suche nur eine Stelle, die du verbessern kannst. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast. Und für Garten Lea.